Was wäre, wenn ein Asteroid auf unsere Erde zugerast käme und die Hälfte unserer Erdkugel zu zerstören drohte? Wir würden natürlich sofort alle Kräfte mobilisieren, um diese Katastrophe abzuwenden. Dann mal nix wie los, denn wir sind schon mittendrin in diesem Dilemma, auch ohne Asteroid, weil wir immer mehr werden, weil wir uns Lebensraum streitig machen und weil wir diesen Lebensraum zerstören. Sagt klipp und klar der Autor dieses Buches hier, Stephen Emmett. Er ist Professor in Oxford für rechnergestützte Naturwissenschaften, also dummerweise jemand, der es wissen muss. Philipp Rimmele hat mit ihm über unsere düstere Zukunft gesprochen. Wenn Kinder in den Keller gehen, pfeifen sie ein Liedchen, um die Angst zu vertreiben. Jetzt, wo es um die Zukunft unseres Planeten geht, wendet die Menschheit die gleiche Taktik an. Dabei pfeift sie längst. Auf dem letzten Loch. Vor 10.000 Jahren lebten gerade mal 1 Million Menschen auf der Erde. Um 1800 waren es 1 Milliarde. Vor 50 Jahren waren es 3. Und heute sind es schon mehr als 7 Milliarden. Gegen Ende des Jahrhunderts werden wir 10 Milliarden sein. Mindestens. Nur unser Planet ist dummerweise nicht mitgewachsen. Ich denke, wir sind am Arsch. Wir steuern in diesem Jahrhundert unzweifelhaft auf enorme Probleme zu. Milliarden von uns stehen vor beispiellosen Schwierigkeiten. Offenbar haben wir aber kollektiv beschlossen, nichts dagegen zu unternehmen. Allein um die aktuelle Weltbevölkerung zu ernähren, bräuchten wir bis 2050 mehr Lebensmittel, als wir in den letzten 10.000 Jahren produziert haben. Tatsächlich wird sich der Bedarf aber nochmal verdoppeln. Wie soll das gehen? Es gibt ein geradezu anrührendes Vertrauen darauf, dass wir schon so schlau und erfindungsreich sind, dass wir uns keine allzu großen Sorgen machen müssen. Selbst wenn wir den Problemen ins Auge sehen. Wir werden schon irgendwie einen Ausweg finden. Spätestens in den 50ern war klar, dass wir mehr Lebensmittel brauchen. Mehr, weit mehr, als die traditionelle Landwirtschaft produzieren konnte. Wir lösten das Problem, indem wir die Landwirtschaft radikal industrialisierten. Größere Anbauflächen, ertragreichere Pflanzen, Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln. Die Menschen, zumindest im Westen, konnten sich jetzt nicht nur besser ernähren, sie hatten auch mehr Geld übrig, um es für Fernseher, Autos oder Haartrockner auszugeben. Das ganze Zeug, inklusive der Nahrung, musste nur noch über den ganzen Globus transportiert werden. Bei der Grünen Revolution ging es darum, dass schlaue Leute dachten, es wäre eine gute Idee, sich jedes bisschen mehr an Nahrung mit Chemikalien und Energie zu erkaufen. Damit begannen unsere Probleme nämlich erst. Immer größere Flächen wurden gerodet. Ein beispielloses Artensterben setzte ein und der Verlust ganzer Ökosysteme. Trinkwasser wurde zum knappen Gut. Schon heute werden 70% unseres Wassers für die Landwirtschaft benötigt. Ein Beispiel. Zur Herstellung eines Burgers braucht man etwa 3000 Liter Wasser. In den USA werden jährlich etwa 8,7 Milliarden Burger verzehrt. Das wären 26 Billionen Liter für Burger. Allein in den USA. Jedes Jahr. Die Weltmeere sind überfischt, die Böden durch die intensive Landwirtschaft ausgelaugt. Unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen führt zu allem Übel, zu einer Erwärmung der Erde. Die Folge? Wetterextreme und gigantische Ernteausfälle. Also brauchen wir noch mehr Flächen, was wiederum den Klimawandel befeuert. Kurz, die Probleme hängen zusammen. Könnten wir nur eines davon lösen, würden wir nur die anderen verschärfen. Und minütlich werden wir mehr und mehr und mehr. Ich denke, wir könnten das abwenden, wenn wir unsere Organisationsstrukturen und unser Verhalten radikal ändern würden. Das Problem ist, ich sehe derzeit keinerlei Anzeichen dafür. Stephen Emmetts Buch lässt nur einen Schluss zu. Wir sind erledigt. Vielleicht war die Taktik, ein Lied zu pfeifen, gar nicht mal so schlecht. Fangen Sie ruhig schon mal damit an. Angesichts dieser Zukunftsprognose